Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video stellen wir euch heute die Thunderbolt M4 8K Erweiterungskarte von MSI vor. Wir zeigen euch jetzt den Lieferumfang von der Thunderbolt M4 8K Erweiterungskarte. In den Lieferumfang ist einmal enthalten der Installationsguide, ein JTPT-Kabel und ein JUSB-Kabel, welche man beide noch braucht, um die Karte mit dem Mainboard zu verbinden, sowie selbst die Karte, die Thunderbolt M4 8K Karte. Thunderbolt 4 ist aktuell der Goldstandard in Sachen Konnektivität und Qualitätsgarantie aufgrund der hohen Mindestanforderungen der Produkte mit dem Markenkennzeichen. Wenn ihr alles zu dem Thema Thunderbolt wissen wollt, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen, da haben wir euch ein Video von uns verlinkt. Für was braucht man überhaupt eine Thunderbolt 4 Erweiterungskarte? Ein Grund wäre zum Beispiel die Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten, um eine externe Festplatte anzuschließen oder einen weiteren Monitor. Ein weiterer Grund für die Thunderbolt 4 Erweiterungskarte wäre die Unterstützung von Hochleistungsperipheriegeräten, da sie eine höhere Bandbreite und eine höhere Leistung erzielen können. Somit ist es besser, größere Daten zu verschieben. Der dritte Grund wäre die Kompatibilität mit neuen Geräten, wenn zum Beispiel Ihr PC keinen integrierten Thunderbolt 4 Anschluss hat. Somit wäre es ein Grund, die Thunderbolt 4 Erweiterungskarte zu erwerben. Der vierte und letzte Grund wäre Daisy-Chaining von Geräten. Zum Beispiel, wenn ihr über eine Thunderbolt-Leitung mehrere Geräte miteinander verbindet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung einer Thunderbolt 4 Erweiterungskarte von den technischen Möglichkeiten Ihres Computers abhängt. Nicht alle Computer unterstützen Thunderbolt 4 Erweiterungskarten und nicht alle Thunderbolt 4 Karten unterstützen jeden PC. Daher ist es ratsam, die Kompatibilität und die Systemanforderungen vorher zu prüfen. Wir stellen euch die komplette Kompatibilitätsliste von MSI unten in die Videobeschreibung. Die Kompatibilität hängt von einigen Faktoren ab. Der erste Grund wäre die Anschlussmöglichkeit von PCIe 3.0 X4. Der zweite Grund wäre, dass die Karte nur kompatibel ist mit Intel Mainboards, der 500er, 600er und 700er Serie. Der dritte Grund wäre, dass der JTPT und JUSB-Header frei sein müsste, sowie auch vorhanden sein müsste. Wir montieren jetzt die Thunderbolt M4 8K Karte in dem zweiten X16 Slot von dem Mainboard. Wir drücken die Karte mit ein bisschen Druck nach unten. Dann nehmen wir das JUSB-Kabel zur Hand und schauen nach dem blinden Auge. Das hier an der Ecke. Dann gehen wir noch auf dem Mainboard auf die Suche nach dem jeweiligen Anschluss mit dem blinden Auge. Dann schauen wir, dass wir den Pin nicht verdrücken mit dem blinden Auge. Und stecken den mit ein bisschen Druck ein. Dann schauen wir auf der anderen Seite auch nach dem blinden Auge. So wie auf der Karte ist das hier oben. Dann drücken wir mit leichtem Druck das Kabel auf die Karte, sodass wir keinen Pin verdrücken. Dann nehmen wir das JTPT-Kabel zur Hand und schauen ebenfalls nach dem blinden Auge, das ist hier oben. Dann schauen wir auch auf der Mainboard nach diesem Punkt. Das ist hier, das JTPT1. Das blinde Auge ist hier oben. Das heißt, wir stecken dieses Kabel genauso ein. Auch wieder mit ein bisschen Druck, aber natürlich auch mit Vorsicht. Dann schauen wir ebenfalls auf der anderen Seite auch nach diesem blinden Auge, was auch wieder vorhanden ist. Was genauso wieder sich auf dieser Karte widerspiegelt, was auch wieder hier ist. Dann drücken wir auch wieder mit Vorsicht dieses Kabel hier rein. Wir bauen jetzt die Thunderbolt M4 8K Karte noch ein mit einer Grafikkarte. Wichtig ist noch zu beachten, dass ein freier PCIe 3.0 Anschluss noch frei ist. Nicht, dass die Grafikkarte größer ist als 2 Slots. Wir nehmen die Karte und stecken den in einen freien X16 Slot ein mit ein bisschen Druck nach unten. Die Kabel verbindet ihr wieder wie vorher gezeigt. Wir zeigen euch jetzt noch kurz ein Anwendungsbeispiel, wie man einen Monitor mit Thunderbolt 4 betreiben kann. Ihr könnt das Videosignal über die Grafikkarte weitergeben, indem ihr ein DisplayPort-Kabel dann hier anschließt. Wenn ihr keine Grafikkarte an eurem Rechner habt, dann macht ihr es ganz einfach über den DisplayPort-Anschluss an eurem Mainboard. Wir zeigen euch das jetzt mal anhand von der Grafikkarte.
Wir nehmen den DisplayPort-Anschluss und stecken ihn hier rein, verbinden das dann mit der Thunderbolt M4 8K-Karte, stecken den hier unten ein. Und dass das ganze Signal noch übertragen wird, nehmen wir jetzt hier noch ein Thunderbolt 4 Kabel, stecken das Ganze hier ein. Mit dem Thunderbolt 4 Kabel könnt ihr jetzt noch einen weiteren Monitor anschließen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden sie bestmöglich beantworten und bis zum nächsten Mal.